Also wenn ich an sie als Leiche denke, dann habe ich da halt dieses Bild von, wie sie ganz, ganz ruhig in diesem Blütenmeer liegt. Und ich dachte, ich hatte Angst davor, in den Raum zu gehen. Und hatte so ein bisschen so, also ich hatte Angst vor der Angst. Ich finde, dass du das richtig toll gemacht hast. Und auch, dass man das gemerkt hat, dass du Prozesse kannst. Und du warst halt trotzdem ihre Tochter. Du warst nicht Prozessbegleiterin einer Organisation. Das war deine Mami. Ja, und das war aber meine Verantwortung. Die haben es eigentlich alle mit Müttern zu tun, die sagen, ich bin doch nicht dement. Und die überhaupt nicht bereit sind, da abzugeben und zu kooperieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und ich habe da diese reizende Mutter, die mir total vertraut. Ich sage, nee, das war so nicht. Das hat dein Gedächtnis kreiert. Und sie sagt, ach so. Sie hat immer ach so gesagt. Was ich gesagt habe, war, ich war irgendwie the big shit. So, ne? Also ich war die La Jefe. Und dann hat sie sich so in mich reingelegt und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe in der letzten Woche, dann habe ich versagt. Da habe ich das nicht mehr hingekriegt. Also mit diesem Umzug ins Hospiz habe ich losgelassen und als hätte ich mich in die Profihände, aber die kannten sie ja gar nicht. Und aber das war ja auch das Versprechen. ja, dass es du ist ja ein loslassen Quatschversprechen. Ja, darfst. ein Teil war ja auch gut. Ich konnte auch wieder schlafen und erst mittags dahin fahren. Und ich hätte es sonst auch sicher nicht geschafft. Also ich glaube, es war schon richtig, aber, Ja. aber das Gefühl bleibt so. Aber mir hilft es total, dass du das nicht findest. Gut. Macht dir das Angst? Dein Tod? Ah, yes! Ja, ich hoffe halt, dass es, wenn es soweit ist, dass das auch... Also bei euch hatte sich euer Verhältnis ja schon umgedreht. Da hattest du ja keinerlei... Wie heißt das Wort? Du nicht mehr auf sie angewiesen warst. Ja. Das war ein ganz schön tiefer Prozess. Ist das Gefühl jetzt abgeschlossen? Offenbar nicht. Doch. Aber wir füllen halt weiter. Ich glaube auch, dass Tod irgendwie nichts ist, was... Also Trauer ist, glaube ich, nichts, was zu Ende geht. Aber ich möchte das gerne auch so bewusst erleben wie sie. Ich möchte auch da sehenden Auges reingehen. Nicht gedopt werden. Nicht gedopt werden, außer mit geilen Drogen. Pilze, ja. Genau, Opium. Schmerzmittel auf jeden Fall.